Control Points haben eine neue Option namens Allocation Waypoint erhalten. Diese ist standardmäßig aktiviert, sodass der Control Point wie gewohnt funktioniert. Schaltet man die Option ab, ändert sich die Darstellung des Punktes, um seine geänderte Rolle in der AGV-Logik anzuzeigen. Der Control Point muss nach wie vor vom AGV reserviert werden. Allerdings darf es an diesem Control Point nicht mehr anhalten, falls der darauffolgende Punkt nicht frei ist. Das Fahrzeug muss also bis zum nächsten echten Control Point reservieren, bevor es weiterfahren darf. Ein Control Point, der nicht als Allocation Waypoint fungiert, verhält sich im Grunde also wie eine punktförmige Control Area. Über eine geeignete Wahl des Deallocation-Zeitpunkts kann solch ein Control Point zum Beispiel genutzt werden, um darauf zu reagieren, dass ein Fahrzeug einen Abschnitt im Netzwerk passiert, ohne die sonstige Allocation-Logik zu beeinflussen. Man sieht auch, dass ein solcher Control Point standardmäßig nicht als nächster Control Point für die Freigabe von vorherigen Control Points zählt. Der Start-Control Point wird erst wieder freigegeben, wenn das Fahrzeug am nächsten echten Control Point ankommt. Dies lässt sich in den AGV-Netzwerkeigenschaften ändern. So könnte ein solcher Control Point auch dazu dienen, den Freigabezeitpunkt anzupassen, ohne eine feste Offset-Distanz festlegen zu müssen. Ein weiterer möglicher Verwendungszweck ist als Alternative für fahrtbezogene Regeln für die Sperrung bzw. Freigabe von Pfaden. Indem der Routing Constraint des Control Points dynamisch verändert wird, können Routen an verschiedenste Bedingungen angepasst werden. Über Load Types können AGVs je nach Beladung oder auch anderen Bedingungen unterschiedliche Geschwindigkeiten zugewiesen werden. Bisher wurde nur der Load Type zu Beginn jedes Fahrauftrags gesetzt und galt dann für die gesamte Fahrt. Ab Version 25.1 ist der Load Type eine Eigenschaft der AGV-Klasse und kann dynamisch während der Fahrt angepasst werden. Eine Änderung wird sofort aktiv und das Fahrzeug wird auf die neue Höchstgeschwindigkeit abbremsen bzw. beschleunigen. Die Entwickler raten davon ab, den Load-Type im Zuge des On-Pre-Arrival-Events zu ändern. Hier sollte immer erst ein Breathe, also eine Verzögerung von 0 Sekunden, eingebaut werden, bevor der Typ angepasst wird. In diesem Beispiel bestimmen wir über ein Proximity Agent System den Abstand zwischen zwei Fahrzeugen. Kommen sie sich näher, wird ihre Geschwindigkeit durch Anpassung des Load-Types sukzessive heruntergestuft. Nachdem sie sich passiert haben, wird der Load-Type wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt.